Irgendwas klopft, klopft so doll in der Brust. Ja, ich glaube, das ist mein Herz. Schmetterlinge im Bauch. Warm. Einfach warm. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und sah, Mensch, die Frau musste haben. Also es ist aufregend vor allem, glaube ich. Auch, dass man irgendwie schon ein bisschen loslassen kann von der Welt. Ja, dieses Verliebtsein ist schon ein ganz schön verrücktes Gefühl. Dank des Glückshormons Dopamin fühlt sich einfach alles gut an. Aber wir sollten uns diesem Flug auf Wolke 7 nicht blind hingeben, sagt die Beziehungsmentorin Nadine Kleifkes. Was da eigentlich passiert ist, dass so eine große Dopaminausschüttung ist, dass unser Zentrum, was so ein Urteilsvermögen hat, ja, wo wir checken können, passt dieser Mensch eigentlich zu mir? Das wird komplett ausradiert. Ja? Deshalb spricht man immer von dieser rosaroten Brille, weil einfach wir nicht mehr urteilen können und gar nicht mehr klar sehen können, ob dieser Mensch gerade für uns wirklich gut ist, ob der zu uns passt, ob das ein Mensch ist, mit dem wir uns tatsächlich vorstellen können, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Sich zu verlieben birgt also die Gefahr, sich falsch zu entscheiden. Nicht umsonst gibt es Menschen, die sagen, ich suche mir immer wieder Partner, die nicht zu mir passen. Verliebtsein ist nicht immer gut für uns. Verliebtsein zeigt uns eigentlich nur so, Moment mal, das kenne ich schon, das ist mir vertraut. Beispielsweise, wenn wir einen Vater hatten, der emotional nicht verfügbar war, also der viel auf Reisen war oder nie über Gefühle gesprochen hat, dann verlieben wir uns tendenziell eher in einen Menschen, der auch emotional nicht verfügbar ist. Ja, der nicht über Gefühle reden kann und wiederholen einfach genau dieses Muster, was wir kennen. Und dann dürfen wir aber wirklich hingucken und schauen, ist dieser Mensch auf der Werteebene, auf der gleichen Ebene, wie wir es sind? Ist es die gleiche Vision? Wiederhole ich hier einfach gerade nur das, was ich kenne? Oder ist es wirklich ein Mensch, mit dem ich mir mehr vorstellen kann? Hier sollte man sehr ehrlich mit sich sein. Aber wie angelt man sich den passenden Fisch im großen Ozean der potenziellen Partner? Wenn da irgendwo Resonanz ist, man sich einfach zueinander hingezogen fühlt. Am liebsten Menschen, die einen umarmen können, die einen fühlen, die für einen da sind, die immer ehrlich sind, die kommunizieren können, die für einen warm sind. Und dann kann aus dem Kribbeln und den Schmetterlingen echte Liebe entstehen. Spürt man das? Und ich glaube, dieser Schritt weiter, dass man sich total wohlfühlt und man selbst sein kann, das ist dann wirklich Liebe. Man muss die Frau auch immer verwöhnen. Meistens ist es so, dass es ja immer ein ganz leichtes Gefühl ist. Und dann wird es ja auch mal ganz oft, sag ich mal, also nicht im negativen Sinne, aber Arbeit. Das richtige Lieben entsteht dann, wenn zwei Menschen sich entscheiden, einen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn dieses Gefühl passiert von, ich sehe dich und du siehst mich und ich bin in der Lage, auf dich einzugehen und du bist in der Lage, auf mich einzugehen. Und wir gemeinsam, wir kreieren eine Vision von dem, wie Liebe und Leben aussehen soll. Wer wir zusammen sein sollen. Und dann entsteht Liebe und dann kann das auch wachsen. Wer süchtig nach dem Verliebtheitskick ist, kommt an diesem Punkt gar nicht erst an. Die Beziehungen zerbrechen nach der Verliebtheitsphase. Aber auch in der echten Liebe kann es wieder knistern. Jedenfalls ein bisschen. Wenn man sich auch gemeinsam in auch neue Situationen begibt, eine neue Reise, was Neues zu lernen, neue Gesprächsthemen und sich auch einander überrascht, so kann man sozusagen so diese Verliebtheitsgefühle auch neu kreieren. Und so kann es auch in einer langjährigen Beziehung wieder kribbeln, wenn man sich durch gemeinsames Erleben neu verliebt. Ja, nur wie geht das? Und das ist nur eine von vielen Fragen, die wir an Dr. Yvonne Kessel haben, Psychologin und Paartherapeutin aus Frankfurt. Hallo. Hallo. Können Sie es noch ein bisschen expliziter machen als die Kollegin? Wie kann ich mich in eine langjährige Partnerin neu verlieben? Genau, also am Anfang der Beziehung, wenn man sich kennenlernt, ist ja da ganz viel, ich sag mal, Hormonrausch. Ne? Dopamin wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet. Also da ist es wirklich ein Rauschgefühl, so ein Suchtgefühl auch, was da entstehen kann. Und das nimmt natürlich im Laufe der Zeit ab. Und wenn man das jetzt wieder haben möchte, dann passiert das nicht von selbst, sondern dafür muss man tatsächlich was tun. Und am besten was aufregend ist, was neu ist, wie auch die Kollegin das in dem Beitrag sagte. Man muss jetzt vielleicht nicht direkt aus dem nächsten Hubschrauber springen mit dem Fallschirm, aber doch irgendwas, was so ein bisschen Adrenalin ausschüttet, hilft da schon.
Wann ist eigentlich der Punkt, wann man sowas wieder machen muss, in Anführungszeichen? Wann ist dieser normale Dopaminrausch vom Anfang, wann ist der rum? Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Man sagt so ungefähr zwischen 3 Monaten und 3 Jahren kann einem das erhalten bleiben. In der Regel ist es so, dass es bei den meisten Menschen irgendwie nach einem Jahr dann doch auch deutlich weniger wird. Es gibt ja auch welche, die verlieben sich nur ganz selten. Also die haben diesen Rausch gar nicht. Ist bei denen irgendwas kaputt? Nee, natürlich nicht. Also das hängt ja auch tatsächlich davon ab, ob ich mich verliebe, wie viel Gelegenheit ich dazu habe. Also gibt es da wirklich jemand, der, ich sag mal, biochemisch das in mir auslöst? Das heißt also, der genetisch irgendwie so zu mir passt, den ich gut riechen kann. Also das ist ja wirklich tatsächlich viel, viel Biologie am Anfang. Ist es das wirklich? Ja. Also ich hätte gedacht, ich verliebe mich in einen Charakter. Sie haben eine sehr romantische Vorstellung, das auch. Aber ganz am Anfang ist es tatsächlich ein biochemischer Prozess. Dann lerne ich den Menschen kennen und dann kann es natürlich durchaus sein, dass ich mich auch in seine Eigenschaften verliebe. Aber ganz am Anfang ist es eher eine chemische Reaktion. Und dann, das klang ja im Beitrag auch schon an, kann es Liebe werden. Aber was ist überhaupt Liebe? Die ganz große Frage jetzt mal an Sie. Ja, das ist eine sehr große Frage. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Verliebtheit dann abgelöst wird von dem, was wir eben Liebe nennen. Und auch da tut sich sozusagen bei der Ausschüttung von Botenstoffen noch mal was. Denn da haben wir jetzt plötzlich ganz viel Oxytocin, also Bindungshormon, was dann tatsächlich für die Bindung sorgt, was eben beim Kuscheln ausgeschüttet wird, bei körperlicher Nähe, bei Sexualität. Und das stärkt natürlich auch die Bindung wieder. Da ist dann ganz viel Vertrautheit, aber eben weniger Spannung. Und dann kann im schlimmsten Fall die Spannung von jemand anderen erzeugt werden und Menschen verlieben sich in eine Beziehung in jemand anderen. Stimmt die These, dass man das am ehesten dann macht, wenn einem was in der Beziehung fehlt? Also da kann ich ganz klar Nein sagen. Das ist natürlich wenn einem was fehlt, dass man vielleicht offener ist dafür. Aber durchaus kann es auch passieren, dass man in einer Beziehung ist, wo man eigentlich sehr glücklich ist, sich wohlfühlt, sehr vertraut ist. Und trotzdem steht man plötzlich jemandem gegenüber und verliebt sich. Einfach, weil man die Person gut riechen kann, weil das biochemisch passt, weil man genetisch zusammenpasst. Und da kann man dann auch relativ wenig gegen tun, tatsächlich. Was raten Sie dann Klientinnen und Klienten? Sie haben ja bestimmt öfter mal jemanden vor Ihnen sitzen, der gerade in so einer Zwickmühle sitzt. Also ganz gut ist es tatsächlich, weil man eben in diesem Zustand der Verliebtheit nicht ganz zurechnungsfähig ist, keine großen Entscheidungen zu treffen und sich nach 3 Tagen vom langjährigen Partner oder der Partnerin zu trennen, sondern erstmal tief Luft zu holen und in Ruhe zu gucken, was ist das hier eigentlich? Und dann ist es natürlich gut, wenn man eigentlich in einer glücklichen Beziehung ist, wenn man da irgendwie noch die Willenskraft hat zu sagen, okay, ich schaffe ein bisschen Distanz zu der Person, die da sehr anziehend ist, weil dadurch, dass dieser Hormoncocktail einen Suchtfaktor hat, kann das sehr, sehr schwierig werden, sich da wieder rauszumanövrieren, wenn man erstmal drin gelandet ist. Das heißt, Ihr Rat ist eigentlich, wenn jemand eigentlich glücklich ist, da nicht zu sehr reinzugehen? Ja. Was ist, wenn jemand schon drin ist? Dann würde ich, wie gesagt, erst mal abwarten, zumindest bis dieser Hormoncocktail wieder abgeflacht ist. Klingt nach einer langen Affäre. Im Notfall. Sicherlich nicht immer die beste Lösung. Aber bevor man übereilt Entscheidungen trifft, denke ich, ist es richtig, noch mal wirklich durchzuatmen und in Ruhe nachzudenken. Sagt die Frankfurter Paartherapeutin Yvonne Kessel. Dankeschön für Ihren Rat in Sachen Liebe und Verliebtsein. Dankeschön. Gerne.